Ready? Ja, Hi, wir sind Robert und Kati von Carol Ground und wir sind im vergangenen halben Jahr, in den letzten 6 Monaten, mit unserem Land Rover Defender von Deutschland entlang an der Westküste nach Namibia gefahren und haben in der Zwischenzeit viele Fragen von euch erhalten zu ganz bestimmten Themen: Organisation, Sicherheit, Visa, Pass, Auto, whatever es ist. Und haben uns heute mal zusammengesetzt und die Fragen beantwortet. Die wollen unsere Antworten gerne mit euch teilen und hoffen, dass ihr sie gut verwenden könnt oder Spaß damit habt, zumindest uns zuzugucken. Spaß damit habt, uns zuzuhören. Genau. Lass uns über das Auto reden. Welches Auto ist aus deiner Sicht das Beste für eine Afrika-Durchquerung? Okay, Carlos ist ja schon unser zweiter Anlauf. Ja, wir sind schon mal mit einem Mercedes Sprinter gefahren, also mit Dusche und allem Pipapo, so richtig komfortabel. Bis nach Dakar sind wir gekommen und es ist sicherlich Geschmackssache, aber für uns hat sich das kleinere Auto deutlich besser bewährt. Ja. Für unsere Art zu reisen ist es deutlich besser geeignet. Man ist einfach mehr im Leben, die Menschen sind neugierig, die wollen mit einem reden. Bei einem Kastenwagen, das ist immer so, man hat so eine vermeintliche Schutzburg um einen rum, dann klopfen die und so weiter. Hier ist man automatisch drin im Geschehen. Für uns funktioniert das besser. Wenn man jetzt sich für so einen Geländewagen, ein kleineres Auto entscheidet, gibt es alle möglichen Möglichkeiten, aber es sind einfach 3 Klassiker, sage ich mal. Den Toyota Land Cruiser, den Land Rover Defender und den Land Rover Discovery. Wir sind mit Land Cruiser und Discovery zusammen mit Freunden gefahren und ich kann euch sagen, alle 3 Autos sind gleich gut für diese Tour geeignet. Diese Gerüchte, dass Land Rover schneller kaputt geht als Toyota, ist alles, das ist Humbug, sage ich mal. Aus wirklich jetzt langer Erfahrung kann ich das sagen. Ein gut gewarteter Land Rover hält genauso gut wie ein gut gewarteter Toyota und ein schlecht gewarteter Toyota bricht genauso elendig zusammen wie ein schlecht gewarteter Land Rover. Das ist ganz einfach. Es ist, glaube ich, Geschmacksfrage, welches dieser 3 Autos man nimmt. Sind alle 3 wunderbar geeignet. Welche Ersatzteile und Werkzeuge haben wir denn an Bord? Also Werkzeuge hatte ich grundsätzlich alles, was mir bekannt war, was wir brauchen, um irgendwelche Schrauben an diesem Auto zu lösen. Auch Spezialwerkzeug hatten wir dabei und wir haben mehr oder weniger alle diese Werkzeuge auch am Ende benutzt. Ja, über die 30.000 Kilometer, durch Rüttelpisten, Gelände, Geröll, was auch immer, lösen sich einfach die Schrauben irgendwann und müssen nachgezogen werden. Das heißt, man braucht im Prinzip alle Werkzeuge, die sinnvollerweise zu transportieren sind. Ja. Bezüglich Ersatzteilen haben wir auch eine ganz ordentliche Portion dabei. Wir haben sogar eine Ersatzlichtmaschine und eine Ersatzwasserpumpe dabei. Beides haben wir Gott sei Dank nicht gebraucht. Wir hätten eine Ersatzservopumpe gebraucht. Die hatten wir nicht dabei. Also, naja, es lohnt sich einfach, möglichst viele Teile, die man leicht mitnehmen kann, mitzunehmen, weil am Ende des Tages bei einer so langen Reise ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas auseinanderbricht, doch relativ hoch und man hat einfach weniger Ärger beim Ersatzteil besorgen. Braucht man Mechaniker-Skills unterwegs? Ich hatte keine, ich war Novize. Ich habe den Carlos Gott sei Dank aber vorher 4 Wochen lang überholt, selber unter Aufsicht eines Meisters. Habe da die Basic Skills beim Schrauben gelernt und es gibt einfach ein paar Dinge, die muss man lernen, wie man zum Beispiel eine Schraube rausbekommt, die abgebrochen ist. Ja, das sagt einem kein YouTube-Video so richtig gut. Wenn man sie nicht hat, wird man es auch überleben, aber am Ende der Reise wird man sein Auto gut kennen. Wie sieht es mit Offroad-Fähigkeiten aus? Sowohl Kathi als auch ich waren komplett blank bezüglich Offroad-Fahren, als wir die Reise begonnen haben. Mittlerweile sind wir gut trainiert, über viele 1000 Kilometer, teilweise schwerstes Gelände sind wir trainiert. Also, lange Rede kurz, es ist nicht notwendig, aber am Ende der Reise wird man sie haben, die Offroad-Skills.
Wie sieht denn unsere Campingausrüstung aus und sind wir damit zufrieden? Also wir haben einen Pop-Top, das heißt, wir schlafen im Auto. Wir dachten ursprünglich, das wäre wichtig aus Sicherheitsgründen, um fluchtartig irgendwelche gefährlichen Orte verlassen zu können, nachdem man aus dem Bett rausgekrochen ist. Das stimmt so nicht. Ja? Also gefährliche Situationen entstehen eher vor dem Auto als im Auto, das haben wir jetzt gelernt. Trotzdem ist so ein Pop-Top praktisch bezüglich der Heizung. Man kann auch ein Klo haben in einem Auto und aus dem Bett rausgehen, aufs Klo gehen nachts, ohne dass man das Auto verlassen muss. Aber ein Muss ist es nicht. Wir sind mit Freunden gefahren, die ein Dachzelt hatten und die sahen auch ziemlich happy aus. Also Dachzelt funktioniert wunderbar. Bezüglich Wasser, wir haben einen Wassertank mit 60 Liter dabei und das hat sich auch gut bewährt. Viel weniger würde ich nicht nehmen, viel mehr ist vom Gewicht her einfach problematisch, aber mit 60 Liter kommt man gut durch. Wir haben kein Gas, wir kochen mit Strom. Wir haben 300 Watt Solar auf dem Dach und 400 Ampere-Stunden Lithium-Batteriekapazität im Auto. Das hat immer gereicht. Es gibt einfach in Afrika genug Sonne. Mit den 300 Watt haben wir immer genug Strom gehabt zum Kochen, MacBooks aufladen, whatsoever. Kein Problem. Bezüglich Benzin haben wir den Originaltank hier im Defender. Das sind 80 Liter. Damit kommt der so 600-700 Kilometer weit. Das reicht nicht. Wir haben 2 Ersatztanks, mit denen kommen wir dann, 20 Liter, mit denen kommen wir dann ungefähr auf eine Reichweite von 1000 Kilometern. Und das haben wir auch gebraucht, insbesondere in Guinea. Besser wäre es gewesen, hätten wir es gewusst, hätten wir es auch getan, einen Zusatztank zu verbauen im Auto. Das geht beim Defender, das geht auch beim Land Cruiser. Wäre einfach cleverer und eleganter gewesen. Ja, das nächste Mal würde ich das tun. Jetzt habe ich Sprit, Wasser und Strom. Ich denke, das sind die wesentlichen Dinge. So, nächstes Thema ist Reise. Nee. Okay. So, nächstes Thema ist Organisation. Richtig, Organisation und Papiere. Also was ist organisatorisch alles machbar, was müssen wir machen? Fangen wir an mit dem Thema Pass. Eins meiner Lieblingsthemen. Sind wir mit Zweitpass unterwegs? Nein, sind wir nicht, weil wir wahrscheinlich in der einzigen Gemeinde in ganz Deutschland lebt, die für solche Reisen keinen Zweitpass ausgibt. Daher, genau, sind wir mit einem Pass unterwegs. Am Ende der Reise muss ich jetzt aber auch ehrlich sagen, so richtig wüsste ich jetzt nicht, wozu ich ihn hätte benutzen sollen, weil an den Grenzen und auch bei den Polizeikontrollen doch immer die Durchgängigkeit unserer Visastempel kontrolliert wurde. Also je südlicher wir kamen, je weiter wir nach Afrika reinkamen, je interessanter wurde das für die Menschen, die uns angehalten haben. Und ach, ihr kommt aus Deutschland, wie interessant. Und sie haben sich das wirklich angeguckt. Und daher jetzt irgendein Visa in einen anderen Pass stempeln, ich weiß nicht. Also wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Viel wichtiger finden wir am Ende des Tages ist die Anzahl der leeren Seiten, die ihr in eurem Pass habt, weil da braucht ihr mindestens 15 bis 17, also zählt die Länder durch, die ihr kreuzen wollt, weil gerade die Visa, die auf der Botschaft geholt werden, stempeln gern und viel und gegebenenfalls auch beide Seiten voll. Also das ist für uns der wichtigere Part, ausreichend leere Seiten im Pass zu haben. Das nächste Thema ist die Visa. Was haben wir mit dem Visa gemacht? Wir haben uns alle Visa unterwegs besorgt. Das ist organisatorischen Aufwand, das ist zeitlichen Aufwand und das ist vor allen Dingen auch finanziellen Aufwand. Das Ganze ist nicht so günstig, aber es funktioniert. Viele Länder stellen gerade um auf E-Visa, auf Online-Visa. Das funktioniert gut, solange die Systeme hinten funktionieren. Hat es bei uns aber immer, also da hatten wir nie Probleme. Und genau, für einige muss man noch auf die Botschaften gehen. Da haben wir mit dem Overlander, mit der App, recht gute Erfahrungen gemacht, weil da steht tatsächlich in diesen Botschaftseinträgen alles drin, auf welcher Botschaft kriegt man für welches Land, welches Visa, was muss man mitbringen und wie funktioniert das da und was kostet das. Genau. Nächstes Thema ist, nachdem wir unsere Pässe und Visa hatten, ist das Auto. Das Carnet, den Pass fürs Auto. Einen Punkt würde ich gerne noch einschieben zu dem Visa. Es lohnt sich, einen Drucker dabei zu haben. Ja. Also wir wurden oft belacht für unseren Drucker, aber nicht so lange. Leute, die mit uns gefahren sind, haben relativ bald uns öfter gefragt, ob wir nicht was ausdrucken könnten. Man braucht wirklich an jeder Grenze irgendwelche Ausdrucke, irgendwelche Kopien. Das selber machen zu können, ist äußerst praktisch. Ja. Also ein eigener Drucker lohnt sich. Entschuldige. Jetzt. Ja, alles gut. Genau. Carnet. Carnet de Passage. Wir waren das erste Mal mit unserem Sprinter vor einem Jahr ohne Carnet unterwegs.
Das ging bis Senegal fast gut. Dort sind wir nach 5 Tagen wieder rausgeflogen, weil man kriegt dann einen temporären Permit zum Reinkommen ins Land. Das haben sie uns nicht länger gegeben als 5 Tage. Nach Senegal geht es sowieso nicht mehr. Also man braucht ein Carnet de Passage, das ist quasi ein Reisepass fürs Auto. Bekommt man in Deutschland beim ADAC, problemlos. Ist relativ teuer, kostet 250 €, meine ich, Bearbeitungsgebühren und man muss eine Sicherheitskaution hinterlegen, einfach für den Fall, dass man das Auto nicht mit zurückbringt, dass der ADAC die Steuern begleichen kann. Das war in unserem Fall 15.000 €. Es hängt vom Fahrzeugwert ab, aber es ist auf jeden Fall, in der Größenordnung von 15.000 € für so einen Camper. Hätte ich auch gedacht, ja. Genau, internationale Papiere, was hatten wir dabei? Wir haben dabei den internationalen Führerschein und einen internationalen Fahrzeugschein. Der lohnt sich auf jeden Fall, weil in den meisten Fällen mit den deutschen Fahrzeugscheinen Sie nichts anfangen können. Der internationale ist aber, die kennen Sie durch den Führerschein, damit können Sie umgehen. Das ist absolut okay. Lohnt sich auf jeden Fall, solltet ihr mitnehmen. Versicherung ist das nächste Thema, Autoversicherung. Wir haben es auf der Westroute so gemacht, dass wir uns in jedem Land eine neue Autoversicherung, eine neue Haftpflichtversicherung besorgt haben und sind jetzt am Ende der Reise ein bisschen schlauer geworden, weil wir erfahren haben, dass es eine deutsche Autoversicherung gibt, die als Zusatzpaket Afrika mit absichert. Also in dem Fall oder für den Fall, dass ihr euer Auto nicht abgemeldet habt, wenn ihr durch Afrika fährt, was wir auch viel erlebt haben, können wir euch da gern weiterhelfen, weil das erspart ganz einfach tatsächlich dieses jeweilige an den Grenzen zu gucken, wo kriege ich eine Versicherung her, oder aber sich diese Carte Brune zu besorgen oder dann im weiteren Fall Carte Ping für, glaube ich, Kongo und Kamerun geht das. Der DRC ist dann schon wieder nicht mehr drin. Also Versicherung war für uns immer ein Thema und wir sind jetzt zufrieden, quasi alle Länder abgedeckt zu haben mit einer einzelnen Versicherung. Ihr braucht eine Krankenversicherung für euch selber, eine Auslandskrankenversicherung. In dem Fall überlegen viele, was ist mit meiner deutschen Krankenversicherung, zahle ich die weiter oder ist die obsolet? In unserem Fall, da wir uns nicht abgemeldet haben aus Deutschland und sind wir also prinzipiell verpflichtet, da weiterzufahren. Man kann zu zahlen, man kann sich aber abmelden oder aber eine Anwartschaftsversicherung machen. Das ist das, was ich jetzt in dem Fall gemacht habe. Ich zahle also nur noch einen minimalen Obolus an die Krankenkasse. Die sichern mir zu, sie nehmen mich wieder zurück und vor allen Dingen behalten alle meine Bonuspunkte, die ich angesammelt habe für irgendwelche Geschichten, alle Dinge, die mir die Krankenkasse für Vorsorgeuntersuchungen erstattet und so weiter, ihre Gültigkeit. Dafür habe ich mich jetzt an der Stelle entschieden. Genau. Ein weiteres Thema ist das Thema Geld. Genau. Geld, in jedem Land andere Währung, neue Währung. In manchen Ländern ist es nicht so einfach, an Bargeld zu kommen. Also Geldautomaten gibt es dann nicht und wenn, dann funktionieren sie nicht. Deswegen ist es ratsam, einen größeren Betrag an Bargeld in Dollars und oder Euros, am besten beides. In manchen Ländern werden lieber Dollar gesehen, in manchen Ländern lieber Euros, in Cash dabei zu haben, irgendwo tief im Auto vergraben. Ja, das sollte man nicht übersehen. Ein paar 1.000 € sind es tatsächlich, die man braucht. Zum Beispiel für Visa, die oft Cash bezahlt werden müssen an den Botschaften. Ansonsten Geld wechseln an den Grenzen, damit man schon mit Bargeld ins Geld reinhuscht, geht eigentlich immer. Meistens wird auch nur soft versucht zu bescheißen. Muss man halt den Wechselkurs sich vorher angucken, muss man dann gerade ziehen. Hat im Prinzip immer geklappt. Genau, abschließend noch 2, 3 ganz kurze Themen. SIM-Karten, also Internet haben wir uns in jedem Land besorgt, ist auch relativ einfach an die Grenzen. Da stehen die jungen Männer meistens mit stapelweise SIM-Karten, richten einem die ein und damit ist gut. Auffüllen kann man sie in allen Städten, halt quasi bei den Anbietern der SIM-Karten. Da geht man rein und sagt, man braucht Internet. Also das hat tatsächlich wirklich gut funktioniert. Die Netzabdeckung in Westafrika ist super. Und genau, das war es eigentlich zum Thema Organisation, Papiere, was läuft so nebenbei. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gern und dann gehen wir weiter. So, im nächsten Blog haben wir Gesundheit getauft und da reden wir jetzt mal oder erzählen euch mal,
was wir zum Thema Impfung gemacht haben. Also bei den Impfungen, wir waren im Tropeninstitut, haben uns da beraten lassen. Der Grundstock an Impfungen, den hatten wir ganz einfach, inklusive Hepatitis, muss ich sagen. Und ansonsten sind wir der Empfehlung des Tropeninstitutes gefolgt. Wir haben halt das Übliche oder das, was wir brauchten für diese Reise, noch zusätzlich gemacht. Das einzige Wichtige, glaube ich, also entscheiden muss es jeder für sich, was er sich impfen lässt und was nicht. Das Einzige, was ihr auf der Westroute braucht, ist die Gelbfieberimpfung, weil die müsst ihr tatsächlich nachweisen. Da mussten in einigen Ländern, manchmal hat eine Kopie gereicht, manchmal mussten wir auch den Original-Impfpass einfach an der Grenze abgeben. Das haben sie gecheckt, weil ohne die Gelbfieberimpfung kommt man zum Beispiel in den Kongo überhaupt gar nicht erst rein. Das Thema Malaria-Prophylaxe, auch immer ein spannendes Thema, haben wir auch schon viele Fragen zu bekommen. Wir haben keine Prophylaxe genommen, wir haben Medikamente dabei für den Notfall. Das heißt, hätte uns Malaria erwischt, hätten wir uns medikamentieren können. Wir haben auch Schnelltests dabei, sodass wir hätten das testen können. Wir haben aber auf der ganzen Reise beide kein Malaria bekommen und da sind wir auch heilfroh drüber und sehr zufrieden drüber. Wir haben aber als Prophylaxe doch andere Maßnahmen gemacht, außer den Tabletten. Und zwar, klar, lange Kleidung in dem Moment, wo es dunkel wird und auch Mückenspray und auch die Klamotten mit Mückenspray. Es gibt so direkt für die Klamotten Mückenspray oder ihr habt sowieso insektenfeste Kleidung, dann ist das auch mal gut, wobei das im Kongo halt bei 30 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit wirklich schwierig wird mit langen Klamotten, aber es hilft einfach nicht. Und das andere, was wir gemacht haben, wir haben uns wirklich in jedem Land ausgiebig informiert und mit den Menschen, die dort leben, gesprochen. Wie ist es mit Malaria? Wann stechen die Mücken? Welche sind es? Und haben ziemlich eindeutig und immer gleichmäßig auch die Information gekriegt. Es sind die weiblichen Mücken und sie müssen schwanger sein und das Ei, mit dem sie schwanger sind, muss dann auch noch infiziert werden. Also es macht den Kreis schon ein bisschen kleiner und sie sind nachtaktiv. Hat für uns zur Folge gehabt, dass wir entschieden haben, in unser Bett oben im Auto nochmal ein Mückennetz einzuziehen, sodass wir also abends das Auto frei gemacht haben und das Bett sowieso immer unter Insektenschutz hatten, also unter so einem Insektennetz hatten und damit auch sichergestellt haben, dass da nachts nichts drin ist und offensichtlich hat es geholfen, weil, wie gesagt, wir sind bis jetzt malariafrei. Nächstes Thema zum Thema Gesundheit ist das Thema Impfung, Malaria hatten wir, Ernährung. Auch ein großes Thema auf dieser Reise, was esse ich und was esse ich nicht. Wir waren sehr, sehr vorsichtig. Wir haben ausschließlich gekochte Sachen gegessen und uns auf keine Experimente eingelassen, auch wenn es dann auch im Senegal, auch wenn man das Gefühl hat in Ländern, naja, das ist jetzt doch irgendwie zivilisiert und die haben das schon im Griff, wie in der Elfenbeinküste im Senegal, haben wir es gelassen, rohe Sachen zu essen, auch in den Restaurants, wenn man schon wieder geht, keine Salate, nichts, was irgendwie mit dem Wasser, was vor Ort da war, abgewaschen wurde, sondern ausschließlich gekochte Dinge. Ja, das wird über Monate ein bisschen anstrengend und ja, wir haben hingelächzt dann, als wir tatsächlich in Angola erst wieder angefangen haben, auch was Frisches zu essen und da gab es dann auch erst wieder was Frisches, weil über viele Länder kriegt man keine frischen Dinge. Aber es hat für uns funktioniert. Wir hatten weder eine Durchfallerkrankung auf dieser Reise noch irgendwas anderes. Also wir waren da extrem vorsichtig und wir waren, muss ich ja sagen, auch wir haben auch an den Straßen und so weiter nichts gegessen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber das macht so eine Reise aus. Ja, dann tut's. Feel free. Wir kennen viele, viele Menschen, die haben es gemacht und die haben es auch übrigens vertragen. Wir waren einfach ängstlich und wir haben es nicht gemacht und sind halt so durchgekommen. Nach der Ernährung kommt das Thema Wasser. Wie sind wir mit dem Wasser umgegangen? Ja, wir haben nur gekauftes Wasser quasi getrunken, also nur Mineralwasser. Das bekommt man überall, das bekommt man wirklich in jeder Ortschaft und haben auch einen Wassertank von unserem Auto nur Mineralwasser eingefüllt. Das ist jetzt auch kein so großer Kostenfaktor, haben wir durchgehalten und wir sind tatsächlich nie krank geworden. Ne? Wir hatten nie irgendwelche Verdauungsschwierigkeiten. Medikamente?
Also der ganze Block Medikament, Arzt, Apotheken. Also es ist grundsätzlich so, dass Versorgung mit Ärzten ist spärlich in Zentralafrika, aber Apotheken gibt es nicht überall, in jedem größeren Ort, und die sind extrem kompetent und helfen einem auch weiter. Also mich hat eine Qualle gebissen und ich habe Cortison bekommen. Man wird also quasi in den Apotheken wunderbarst ärztlich versorgt, bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal. Ja. Wenn es wirklich ernst wird, dann ist es halt einfach nicht so optimal. Da muss man halt dort versuchen, irgendwie doch in eine Klinik zu kommen. Gibt es auch, aber nur sehr spärlich. Genau. Medikamente, Reiseapotheke hatten oder haben wir dabei, was das Truppeninstitut auf die Liste geschrieben hat, einmal rauf und einmal runter und sind damit auch gut ausgekommen. Aber wie gesagt, wir waren so vorsichtig, dass wir im Prinzip nichts gebraucht haben. So, jetzt haben wir noch einen letzten Block oder jetzt haben wir noch einen nächsten Block. Das ist das Thema Sicherheit. Und da wollen wir so ein bisschen reden drüber, welche Gefahren sehen wir oder haben wir erlebt. Und tatsächlich Korruption, Navigation, Route und Notfallkommunikation. Fangen wir mal mit den Gefahren an. Dein Lieblingsthema. Also die Gefahren grundsätzlich, was man meint, ist, dass man also mit Menschen irgendwie Probleme bekommen könnte, ist relativ unwahrscheinlich, sage ich mal, in Zentralafrika. Es ist wahrscheinlicher im Norden und auch im Süden von Spanien oder Frankreich oder jetzt dann hier im Süden in Namibia wieder, in wirklich kriminelle Aktivitäten verstrickt zu werden. Nicht so in Zentralafrika, jedenfalls aus unserer Sicht nicht. Ja. Die Gefahren liegen ganz klar bei den Krankheiten, was wir schon besprochen haben, also quasi Ernährung. Da kann man ganz üble Geschichten hören. Da kann man also nicht nur krank werden, sondern auch sterben an falschem Essen oder falschem Wasser. Sie liegen bei Krankheiten wie Malaria und sie liegen beim Straßenverkehr. Ja, also auch da gab es dieses Jahr wieder mehrere Todesfälle leider. Der Straßenverkehr ist gnadenlos. Wir haben uns angewöhnt, nicht nur langsam und vorsichtig fahren, natürlich, sondern vor jeder Kurve, die uneinsichtig ist, tatsächlich zu hupen. Ja. Naja, das machen wir auch weiter so, weil das ist einfach, was einem da entgegenkommt und auf jeder beliebigen Spur ist teilweise unglaublich. Genau. Korruption in West- und Zentralafrika, auch ein ganz beliebtes Thema. Gibt es, klar. Kann man überhaupt nicht leugnen, ist uns auch widerfahren oder haben wir auch irgendwie zu spüren gekriegt. Wir haben aber beschlossen, damit relativ locker umzugehen. Also es hilft nicht, wir haben uns nicht ausnehmen lassen, wir haben auch kein Geld gezahlt, wenn Geldforderungen im Raum standen. Also wir haben dann auch versucht zu handeln und zu sagen, nee, haben wir nicht, wollen wir nicht, verstehen wir nicht. Ich glaube, an der Stelle ist es immer ein Thema, also wie man mit den Menschen auch umgeht. Es sind halt auch vor Ort trotz allem immer nur Menschen und sie sind korrupt und sie wollen irgendwas haben. Aber wir sind da offen mit umgegangen, wir sind da freundlich mit umgegangen und wir haben an der einen oder anderen Stelle, wenn es irgendwie zu zäh wurde und wir da auch keinen Bock mehr drauf hatten, einfach was angeboten. Wir hatten also einen Schwungkugelschreiber, so Billigkugelschreiber dabei. Ist immer gern gesehen, weil sowas haben sie einfach nicht. Und wenn es also gar nicht ging, haben wir den Kugelschreiber rausgezogen und im Normalfall sind wir in der Mitte noch durchgekommen. Oder aber wir haben tatsächlich das nett wegdiskutiert und versucht in den Smalltalk zu dirigieren. Fußball ist ein gutes Thema. Fußball funktioniert in vielen Ländern immer. Also ich kann nur sagen, wenn ihr den Namen Müller erwähnt und das Fußball, sind wir an vielen Stellen mit durchgekommen. Geld mussten wir nie zahlen. Nee, Geld haben wir nie gezahlt. Hätten wir auch nicht gemacht. Also muss man auch nicht. Muss auch ein bisschen nett mit denen rumdiskutieren einfach. Navigation und Route zum Thema Sicherheit. Ja gut, also Navigation ist insofern wichtig, dass man nicht auf Straßen gerät, wo man einfach nicht weiterkommt. Auch das ist uns passiert. Ja. Navigation ist ein bisschen tricky, sage ich mal. Ja, also man sollte schon, also auf dem Beifahrersitz eben, einer fährt und einer sollte mit der Karte gucken, wo es lang geht. Ja. Und da haben wir so teilweise so unsere Erfahrungen gemacht. Ja.
welche Tools hast du benutzt dafür? Witzigerweise wirklich in weiten Teilen Google, wobei Google dann spätestens im Kongo aufhört, wirklich gut zu funktionieren. Wir haben Organic Maps genutzt, was eine Offline-Navigation ist, die super aktuelle Karten auch hat und jetzt immer besser wird, indem sie auch Campingplätze und Lebensmittelmärkte und sowas mit drin hat. Da kann man auch, wenn man nicht im Internet ist, super gut mittlerweile navigieren. Wir haben Maps Out in Marokko gemacht, um so ein bisschen Tracks reinzuladen, GPS-Tracks reinzuladen und denen hinterher zu fahren. Und das war es tatsächlich. Also wir sind jetzt keine großen Navigationscracks mit, wir haben einen riesen Garmin sondern wir haben das genommen, was so der typische Navigationsautofahrer nimmt und sind, okay, bis auf ein paar Stellen super gut damit durchgekommen. Am Ende sind wir angekommen. Genau, am Ende sind wir angekommen. Wir haben es geschafft und genau, damit also ganz gut. Route, genau, die Route muss man sich ein bisschen angucken, wo will man fahren, was will man fahren. In ein paar Länder gibt es, da ist die Route so ziemlich vorhergegeben, Nigeria zum Beispiel, da kann man nicht großartig was tun, da hat man halt den Korridor, wo man durchfahren kann. Den haben wir nicht verlassen, sollten wir auch nicht verlassen und damit ist es... der wird einem an der Grenze auch erklärt. Genau, ja? Genau, das ist uns passiert, genau, wir wurden an der Grenze, bei der Einreise in Nigeria gefragt, was wir machen wollen, wo wir hin wollen. Und wir haben gesagt, wir wollen von A nach B, von Grenze zu Grenze. Und dann haben sie uns ganz genau erklärt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Daran sollte man sich halt tatsächlich in solchen Ländern sowieso dann noch halten. Und ein letztes Thema zum Thema Sicherheit oder Sicherheitskommunikation ist die Kommunikation in Offline-Gebieten. Wir haben ein Garmin Kommunikation, ich weiß gar nicht, wie heißt der, jetzt habe ich es vergessen. Also wir haben ein Garmin-Gerät dabei, was Satellitenkommunikation machen kann. Und das schreiben wir unten in die Kommentare, was es ist. Ja, genau, wir schreiben es euch noch in die Kommentare, was es für ein Gerät ist. Messenger, genau, jetzt habe ich es wieder. Das ist der Messenger, den wir dabei haben. Das heißt, einmal eingerichtet haben wir es einfach in Deutschland eine Handvoll Menschen, die wissen sollten, dass wir noch am Leben sind und dann ist es easygoing, man steht halt ohne Internet irgendwo, ohne Empfang und holt das Ding raus, drückt auf den Knopf und das sendet vorgefertigte Messages an diesen Personenkreis raus, der einfach sagt, hey, alles gut, wir melden uns nur. Macht er das im Satellit, der braucht keine Netzverbindung. Über Satellit und damit ist gut, damit wissen alle Lieben zu Hause, es geht uns gut, auch wenn wir mal 3 Tage uns nicht melden. Genau. Und wenn was schief geht, dann hat der einen Notfallknopf und man kann Hilfe anfordern. Das ist genau wesentliches Element. Es ist witzig, wir funktionieren unterschiedlich. Für mich war immer wichtig, mich zu Hause melden zu können, aber wichtiger ist natürlich das, was Robert sagt. Klar, das Ding hat einen Notfallknopf, das heißt, wenn wir uns irgendwo versenkt hätten, hätten wir auch Hilfe holen können über diese Garmin-Zentrale. Versenkt, weil wir die Navigation verpasst genau, haben. Genau. Kommt das in die Outtakes mit rein? Das kommt nirgendwo rein. So, also jetzt sind wir beim Kapitel Reise, ne? Genau, also alles so ein bisschen, was zur Reise noch gehört. Fangen wir an mit Kosten. Was hat es denn gekostet, die Reise? Ja. Oh, wir waren schon mal vor einem Jahr, wie gesagt, in Afrika. Da hatten wir das Gefühl, das war unheimlich günstig. Nicht nur das Gefühl, es war einfach unheimlich günstig. Dieses Mal war es teurer. Wir waren ein bisschen überrascht. Es gab aber ein paar Faktoren, die wir unterschätzt hatten. Der erste, den wir am meisten unterschätzt haben, glaube ich, sind die Visa. Wir haben in Summe rund 3.000 € für unsere beiden Köpfe gezahlt, durch die ganzen Länder durchzuhuschen. Das ist einfach brutal teuer. Ja. Also für das Nigeria-Visum zum Beispiel haben wir $350 pro Person gezahlt. Man kann es vielleicht billiger machen, vermutlich, wenn man sich anstrengt. Viel billiger nicht. Ja, ich glaube, unter 1.000 € pro Person kommt man nicht weg bei den Visas. Das nächste ist eine enorme Distanz, die man zurücklegt mit dem Auto. 30.000 Kilometer, da wird Benzin verbraucht, jede Menge. Und ein bisschen über €1 kostet es in jedem Land, abgesehen von Angola. Dort kostet es fast nichts, 20 Cent oder so, aber in allen anderen Ländern war so 1,10 der Dieselschnitt. Ja. Dann, wenn man Essen einkauft, ist unheimlich günstig. Also Brot oder Gemüse oder so etwas ist wirklich für unsere Verhältnisse lachhaft günstig.
Nicht so, wenn man in den Supermarkt geht und europäische Güter haben will, und das will man, zum Beispiel Kaffee, Bohnen oder Haferflocken oder so etwas. Wir haben auch für ein Paket Haferflocken durchaus 5 Euro gezahlt. Ja? Also die ganzen Importwaren sind verständlicherweise sehr teuer. Ja? Also summa summarum, es ist nicht eine rasend teure Reise, aber es ist auch nicht wirklich eine... Geschenkt. Geschenkt, genau. Genau, reden wir mal über das Thema Sprache. Ist es wirklich notwendig, Französisch zu sprechen auf dieser Reise, weil die Hauptzahl der Länder sind französisch und ich würde sagen, ja, also es ist sicherlich extrem hilfreich, rudimentäre Dinge im Französisch zu verstehen und auch sagen zu können, Zahlen oder einzelne Begriffe von Lebensmitteln. Heutzutage kommt man natürlich auch mit allen Translate-Apps sehr, sehr weit. Allerdings hatten wir Situationen, wo wir kein Internet hatten. Das heißt, wir stehen an der Grenze, das alte Internet ist alle, das neue noch nicht da und wir mussten uns irgendwie verständigen. Und daher denke ich, ist es durchaus sinnvoll, so ein bisschen Französisch zu können. Ja. Aber rudimentäres Französisch reicht. Stellplätze. Stellplätze. Also, wenn man mal aus Senegal rauskommt, wird es eckig mit Campingplätzen. Die gibt es einfach in Guinea nicht, oder? Oder im Kongo. Ist aber kein Problem. Es gibt überall, wirklich überall Guesthouses. Also, man kann sagen Hotels oder Familien, die Zimmer zum Vermieten anbieten. Und in aller Regel kann man auf deren Parkplätzen übernachten und campen. Und das haben wir auch gemacht. Und es hat auch wunderbarst funktioniert. Die berühmte iOverlander Map ist da ein exzellenter Ratgeber. Da kann man gucken, wo es netter ist, wo es weniger nett ist. Es ist jetzt nicht immer besonders komfortabel. Zum Beispiel in Guinea haben diese Guesthouses in aller Regel auch eine Musikbox und machen nachts Party. Und sie machen wirklich Party und es ist knalllaut. So ist es. Ja, aber es hat immer funktioniert und wir sind immer untergekommen und wir hatten da keine Probleme. Genau, Guesthouses ist das eine und was wir auch hin und wieder gemacht haben, sind kirchliche Missionen. Da darf man sogar umsonst stehen und da wurden wir auch immer wieder ganz, ganz nett aufgenommen und im Normalfall sind sie, wenn sie die Möglichkeit haben, auch immer bereit, waren sie immer bereit, uns eine Dusche zu geben und uns ein bisschen heimelig willkommen zu heißen. Genau. Wie ist es denn mit Wildlife? Wildlife in Westafrika, dünn, sehr dünn, aber wir haben es zweimal gemacht. Wir sind mit erfahrenen Führern in den Busch gegangen, und zwar beide Male in Guinea und haben zum einen die letzten 2 Waldelefanten, nicht Wildelefanten, wild waren sie sowieso, aber Waldelefanten gesucht und zum anderen Schimpansen. Eine Schimpansengruppe von 4 oder 5 Schimpansen, die da unten in der Region noch leben. Und das waren einfach unglaubliche Tage. Wir haben jeweils 2 Tage gebraucht, um sie zu finden, sind 2 Tage mit diesen Führern durch den Busch gekrochen und haben die Spuren gesucht und gedeutet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren für uns die ergreifendsten Tiererlebnisse, die wir bisher hatten. Es ist anders. Wenn man nach Namibia kommt, sind sie da. Es ist viel an den Wasserlöchern. Man sieht ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Tiere. Versteht es nicht falsch, aber das persönliche Erlebnis war für uns in Guinea, sie zu suchen und zu wissen, es sind die letzten und war einfach viel, viel einzigartiger. Und es war auch nicht wirklich teuer. Die haben immer so Richtig, genau. $50 pro Person gecharged. Sowohl Genau, für die also, Elefanten als auch für die Schimpansen. Genau. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt und Guinea in Ruhe im Süden macht, tut's. Jetzt muss ich gucken, was die Liste noch sagt. Stellplätze. Regenzeit. Die Regenzeit ist ein ziemlich zeitlich determinierender Faktor auf dieser Reise. Ja, man kann einfach nicht jederzeit im Jahr da durchfahren, weil wenn es richtig schifft in Guinea oder in Nigeria, kommt man einfach mit dem Auto nicht mehr durch. Ja? Und das sind so die klassischen Monate, muss man sich gucken, das ist in jedem Land anders, ein bisschen verwirrend. Wir haben uns da so eine Tabelle gemacht, aber man kann rund sagen, die Monate mit L, Juni, Juli, mit J, Juni, Juli,
da funktioniert es einfach nicht. Da kommt man aus unserer Sicht durch Nigeria und Guinea nicht durch. Das hetzt einen ein bisschen durch die Länder, ja, weil man muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt durch sein und dann kommen noch die Visa-Daten dazu, die einen auch immer einschränken. Also es ist ein Terminkalenderlauf, ja, durch die Länder durch, kann man glatt sagen. Ja, ja. Regenzeit darf man nicht vernachlässigen, man kann nicht jederzeit fahren. Das geht nicht. Okay. Okay. Ja, here we go. Das sind die Themen, oder das waren die Themen, die aus unserer Sicht für diese Route ja, mal wichtig waren zu wissen. Die wollten wir mit euch einfach mal erzählen und mitteilen oder mit euch teilen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen. Habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Habt ihr andere Dinge benutzt als wir? Oder habt ihr Fragen dazu? Hinterlasst es einfach gern wirklich in den Kommentaren. Wir freuen uns, wir antworten da gern drauf. Und ja, wenn ihr weitere intensiv oder andere Fragen habt, schreibt uns auch gerne an. Ihr wollt auf die Route gehen, vermisst ein Thema, fragt uns ruhig. Wir sind natürlich gern bereit, sämtliche Auskünfte zu geben, soweit uns das möglich ist. Und ja, freuen uns darauf. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.